grown-up phase with one best friend. Hello! Schön, dass du wieder dabei bist. Anfang der Woche wurde es bei uns Zeit, die Weihnachtsdekoration zu entfernen. Und auch wenn der natürliche Look mir sehr gefallen hat, bin ich trotzdem froh, wenn wir jetzt wieder Platz im Wohnzimmer haben. Den selbstgemachten Weihnachtsschmuck werde ich auch für nächstes Jahr behalten und jetzt kommt auch erstmal alles in den Keller in die Dekokiste. Ich denke auch nicht, dass ich neue Dekorationen aufstellen werde, sondern ich bin froh, wenn der Raum sich erstmal wieder aufgeräumt und frei anfühlt. Ich werde dann einfach spontan entscheiden, wenn es Zeit ist, neu zu dekorieren. Und da wir Anfang des Jahres haben, habe ich mir auch wieder ein neues Bullet Journal gekauft. Letztes Jahr habe ich auch eins genutzt, also mal mehr, mal weniger. Aber insgesamt hat es mir sehr geholfen, den Überblick zu behalten und mich zu strukturieren. Und deswegen möchte ich dieses Jahr auch wieder eins benutzen. Die Weihnachtsbäume werden bei uns erst am 14. abgeholt und deswegen lasse ich den so lange im Hof liegen. Ich habe nämlich auch keine Lust, dass sonst die ganze Wohnung voll nadelt. Ich habe auch schon öfter darüber nachgedacht, einen künstlichen Baum zu kaufen, aber die echten duften einfach so schön nach Tanne und es ist auch ein ganz anderer Vibe, sich einen echten Baum hinzustellen. Deswegen konnte ich mich noch nicht dafür entscheiden, einen künstlichen zu kaufen. Ich habe auch leider die Verpackung von der Lichterkette nicht mehr gefunden, deswegen muss jetzt hier der alte Karton für das Milchpulver herhalten. Ich hoffe, es ist für dich okay, dass ich dieses Video mal mit einem Voice-Over ausprobiere, weil normalerweise mache ich nur Untertitel darunter und lasse Musik über das Video drüber laufen. Aber ich dachte, ich probiere mal was Neues aus. Ich weiß auch noch nicht, ob ich dabei bleiben werde, aber ich probiere es einfach mal nur aus. Oha, und der Raum sieht direkt ganz anders aus, nur weil der Baum draußen ist. Ja, und dann ging es direkt auch weiter mit den Adventskränzen. Die habe ich ja auch selber gebunden, wie jedes Jahr. Und weil ich die nächstes Jahr wieder benutzen möchte, muss das alles auch jetzt wieder abgemacht werden. Nee, sorry, dieses Jahr. Dieses Jahr benutze ich die wieder. Genau, und dann wird der Draht wieder abgedreht und dann kann das Grünzeug auch von dem Kranz entfernt werden. Ich habe den Draht dann einfach um eine Zimtstange gebunden, die ich gerade gefunden habe. Warum nicht? Einfach alles wieder verwerten, was man so in die Finger kriegt. Und das Grünzeug ist schon so eingetrocknet, dass der Kranz einfach seine Form behalten hat, nachdem ich den unteren Strohkranz entfernt habe. Also die LED-Kerzen, die wir dieses Jahr benutzt haben, fand ich ehrlich gesagt nicht schön. Aber dies waren aus praktischen Gründen. Unser Sohn hat tatsächlich öfter da dran gefasst oder die Kerzen auch hochgehoben. Und das war mir dann doch sicherer, dass wir LED-Kerzen benutzt haben anstatt echte. Wahrscheinlich wird es die nächsten Jahre auch erstmal so bleiben. Ja, ist halt so. Gibt Schlimmeres als das. Und der größere Kranz, der hat auch als Nussschale hergedient. Also ich habe da einfach die Walnüsse da drin gelagert. Und weil wir die noch weiter essen möchten, lege ich die erstmal in eine Holzschale. Ja, mal gucken, wo ich die dann hinstellen werde. Die Walnüsse hat mir mein Schwiegervater mitgebracht. Der hat die alle bei sich im Garten geerntet und hat uns einen riesigen Korb an Walnüssen mitgebracht. Das waren viel zu viele für uns. Ich habe auch schon mit meinem Vater und mit meinem Opa geteilt. Es sind immer noch so viele übrig, aber die schmecken auch wirklich lecker. Ich hatte ja um den großen Kranz auch eine LED-Lichterkette drum gewickelt und leider ist mir an einer Stelle auch ein bisschen Heißkleber drauf getropft. Und ich habe da ziemlich gut aufgepasst, dass ich da die Lichterkette nicht treffe. An einer Stelle ist es mir passiert und das war zum Glück das Endstück und das konnte ich dann mit der Schere abschneiden. Und die Lichterkette hat dann trotzdem noch funktioniert zum Glück. Aber es war trotzdem ein bisschen ärgerlich.
Ja, und beim zweiten Kranz hatte ich dann doch keine Lust mehr, den Draht abzuwickeln. Deswegen habe ich meinen Bibi Blocksberg Hexentrick benutzt und, Moment, ups, so nämlich. Also wenn dir meine Zeitspartipps gefallen, kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Hier aufräumen. Das muss alles weg. Und da haben die beiden Kränze mehr Tannennadeln hinterlassen als der ganze Baum. Liegt aber auch daran, dass der Baum in der Halterung Wasser hatte. Ja, und in den 4 Wochen sind die Kränze dann einfach ein bisschen knusprig geworden. Man hätte die Zweige jetzt auch noch im Garten nutzen können, um die Pflanzen vor der Kälte zu schützen. Ja, brauchen wir jetzt nicht, deswegen habe ich die einfach auf den Kompost gebracht. Ich fand ja, dass die Weihnachtszeit und der ganze Dezember sind irgendwie viel zu schnell vergangen. Und deswegen finde ich auch schade, dass die Deko jetzt schon wieder so schnell verschwindet. Auch wenn ich froh bin, dass die Wohnung jetzt wieder, ja, cleaner aussieht. Und ich freue mich tatsächlich auch schon auf den Frühling. Ist es ja trotzdem auch eine schöne, gemütliche Familienzeit gewesen. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, die Zeit nicht richtig genutzt zu haben. Was eigentlich ein blöder Gedanke ist, weil wir haben ziemlich viel unternommen und haben die Zeit eigentlich auch gut genutzt. Aber weil sie so schnell vergangen ist, hat man irgendwie das Gefühl, dass man irgendwie was verpasst hätte. Ich hatte jetzt keine Lust mehr, die Kiste mit der Weihnachtsdeko nach oben zu schleppen, weil da auch noch eine Menge drin ist. Deswegen packe ich jetzt einfach alles so zusammen und trage alles einzeln nach unten. Und unten im Keller sortiere ich dann alles ordentlich in die Kisten wieder ein. Aber die meiste Deko, die am Kranz befestigt war, die ist schon sehr viele Jahre alt und wird jedes Jahr neu benutzt. Nur dieses Mal habe ich einfach nur natürliche Sachen benutzt. Und den Weihnachtsbaumschmuck, den hatte ich dieses Jahr auch größtenteils selbst gemacht. Da gibt es auch ein eigenes Video drüber. Und wenn ihr jetzt dachtet, das sieht jetzt aber schon richtig schön sauber und ordentlich aus, dann wird tolle Arbeit geleistet, dann lasst mich euch mal zeigen, was hinter unserem Rücken passiert ist. Ja, da hat jemand das Bällebad umgekippt, weil er Langeweile hatte. Super! War aber zum Glück alles wieder schnell erledigt und ich zeige euch jetzt einfach mal das Endergebnis. Und wie am Anfang schon erzählt, habe ich auch für dieses Jahr wieder ein neues Bullet Journal gekauft. Und da möchte ich jetzt mit euch gemeinsam die ersten Seiten einmal schon ausfüllen. Also ich hatte jetzt nicht vor, das ganze Jahr durchzugehen, sondern eine Jahresübersicht möchte ich erstellen und vielleicht schon mal den Januar und den Februar. Weil ich habe da immer ganz spontan andere Ideen und Vorstellungen, wie ich mir das strukturieren möchte. Und wenn ich dann schon so ein festgefahrenes System habe, dann mache ich da einfach auch nicht mehr weiter. Dann verliere ich ziemlich schnell die Lust daran. Deswegen immer am besten nur für kurze Zeitabschnitte. Und dann behalte ich da auch länger die Lust dran. Ich hätte hier am liebsten auch die Hintergrundgeräusche drin gelassen. Ja, aber das Spielzeuggedudel, was im Hintergrund war, das wollte ich euch dann doch ersparen. Hier habe ich auch nochmal den Planer vom letzten Jahr. Da hatte ich den gleichen in Blau. Diesmal habe ich ihn in Grün genommen. Ja, und ich werde mir einige Sachen daraus auch übertragen. So, ich fange dann jetzt direkt an, die Jahresübersicht einzutragen. Dafür mache ich mir eine Tabelle. Und das sieht dann einfach nur der schnellen Übersicht. Wann sind welche Feiertage, wann sind wo wichtige Termine. Da werde ich auch gar nicht ins Detail gehen, sondern das ist, wie gesagt, nur eine grobe Übersicht. Wenn man jetzt weniger Lust darauf hat, sich das selber einzuzeichnen und einzutragen,
weil das auch ganz schön zeitaufwendig sein kann. Da gibt es auch eine Menge schöne Vorlagen auf Pinterest, die man sich einfach ausdrucken kann und dann in das Bullet Journal einkleben kann. Hat dann auch den Vorteil, dass man dann vielleicht weniger Fehler macht, was beim selbstgezeichneten natürlich schnell passieren kann. Aber ich persönlich mag es irgendwie gerne, mir das selber einzutragen. Ich gucke dann dabei Fernsehen, irgendeinen Film und das ist dann irgendwie eine schöne Abendroutine für mich. Ich finde es auch eine schöne Abwechslung zum richtigen Zeichnen, weil da braucht man sich keine großen Gedanken machen, sondern kann einfach ein bisschen rumkritzeln und den Film lauschen, den man gerade guckt. Eigentlich nutze ich gar nicht so gerne Washi Tape. Also in meinen vergangenen Bullet Journals habe ich eigentlich eher alles gezeichnet. Auch Sticker mag ich gar nicht so gerne. Aber ich habe die gesehen und dachte, ich probiere es einfach mal aus. Einfach warum nicht? Und weil man bei so vielen Tabellen, Daten, Zahlen, Terminen schnell durcheinander kommt, habe ich mir angewöhnt, das Ganze immer mit einem Bleistift vorzuzeichnen. Weil es passieren wirklich immer irgendwelche kleinen Fehlerchen und die kann man dann einfach schnell wieder korrigieren. Aber man merkt schon, ich habe versucht, den Kalender ein wenig zurückhaltender zu gestalten. Letztes Jahr war ich eindeutig bunter und hatte für jeden Monat ein anderes Design. Aber den Stil konnte ich dann doch nicht ganz halten, weil ich überall noch kleine Sachen eingezeichnet habe. Da bin ich auch gespannt, wie sich das über die Monate verändern wird. Ob ich bei dem Design bleibe oder ob das vielleicht wieder bunt und verspielt wird. So, hier unten habe ich mir jetzt einen Bereich für meinen Putzplan eingerichtet. Und zwar möchte ich mich jeden Tag auf einen Raum konzentrieren. Und damit möchte ich mir den großen Putztag am Samstag sparen, weil ich dann die ganze Woche über immer ein bisschen gemacht habe. Und dann habe ich den großen Putztag nicht mehr vor mir. Vor einigen Jahren habe ich das schon mal gemacht und das hatte auch ganz gut funktioniert. Ich weiß gar nicht, warum ich das irgendwann dann wieder sein lassen habe. Aber mal gucken. Dieses Jahr möchte ich das auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Als nächstes mache ich dann jetzt die Wochenübersicht. Also wenn ich jetzt alle Seiten fertig habe, dann zeige ich dir natürlich das Endergebnis. Aber wir gehen jetzt einfach erstmal weiter zur Wochenübersicht. Und da suche ich mir jetzt ein hübsches Washi-Tape aus für die Seite. Und das nutze ich dann, um die Seite ein bisschen aufzuteilen. Also hier merke ich jetzt auch den Vorteil, warum viele gerne diese Tapes benutzen. Also klar, es gibt unzählige schöne Designs, aber man kann sich praktischerweise die Seiten auch direkt einteilen und es wieder ändern, wenn man sich vertan hat. Also bevor ich dieses Journal angefangen habe oder auch dieses Video, habe ich mir Inspiration geholt bei YouTube, TikTok oder Pinterest. Und da gibt es ja wirklich so schöne Ideen. Und dann habe ich nachher Angst bekommen, überhaupt anzufangen, weil beim nächsten Video war wieder was Schönes oder noch eine coolere Idee. Und irgendwie möchte man dann plötzlich das perfekte Journal mit der perfekten Seitenaufteilung erschaffen. Was natürlich nicht geht, weil es gibt immer eins, was noch cooler oder noch schöner aussieht. Oder der Geschmack ändert sich einfach mit der Zeit.
Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das gleiche wie letztes Jahr nochmal zu machen, mit nur kleineren Änderungen. Weil wenn das Journal auch zu voll wird, dann habe ich nachher auch keine Lust mehr, das weiterzuführen. Das ist halt bei allen kreativen Aufgaben so. Je mehr Inspiration man sich holt, umso weniger Lust hat man nachher anzufangen. Einfach weil man so viel Respekt vor den anderen Künstlern bekommt und sich denkt, boah, so kriege ich das eh nie hin. Deswegen ist es das Beste, wenn man sich dann einfach nur auf sich selbst konzentriert. Ja, ich werde die erste Wochenübersicht werde ich mir direkt ausfüllen und die Vorlage für die nächsten Wochen werde ich auch schon mal direkt vorbereiten. Aber wie gesagt, ich möchte nicht zu weit in die Zukunft planen, sondern mir das noch offen lassen. Manchmal nutze ich gerne einen Zeitstrahl als Übersicht, weil somit kann ich viele Aufgaben ohne direktes Zeitlimit ein. Also ich lege mir grob fest, welche Aufgabe ich Anfang, Mitte oder Ende der Woche erledigen möchte. Irgendwie ist mir später auch aufgefallen, dass ich mir ganz schön viel vorgenommen habe, aber leider fallen auch nächste Woche viele Aufgaben an. Im unteren Bereich mache ich mir Platz für die Menüplanung. Meistens planen wir nämlich das Mittagessen für die ganze Woche. Bisher konnten wir beim Einkauf nämlich auch gut sparen, weil wir uns nur auf die Zutaten dann konzentriert haben. Und wir müssen dann nicht zu lange überlegen, was wir am nächsten Tag essen möchten. Machen wir aber nicht immer so, aber doch schon recht häufig. Ich habe das auch mal eine Zeit lang auch für Frühstück gemacht oder für Snacks, aber ich mag das auch nicht, wenn man sich den Tag zu sehr verplant. Also ein bisschen freie Wahl möchte ich mir dann trotzdem noch lassen. Also im Grunde ist der ganze Planer so ausgelegt, dass man trotz vieler Aufgaben immer noch flexibel bleiben kann. Weil sobald ich das Gefühl habe, dass ich zu viele Aufgaben vor mir habe ich direkt schon wieder keine Lust mehr. Und so habe ich mir mit der Zeit einfach dieses System ausgedacht. Diese Art von Übersicht hier habe ich noch gar nicht verwendet. Die Idee kam mir auch spontan. Also ich habe hier einfach nur größere Aufgaben nochmal in kleinere Steps unterteilt. Ich habe mich diese Woche auch ein bisschen zu sehr auf die Hausarbeit konzentriert. Wahrscheinlich auch, weil ich einen neuen Putzplan ausprobieren möchte. Aber zukünftig möchte ich dann den Hauptfokus doch weniger auf Hausarbeit legen. Für die Extra-Motivation im Monat suche ich mir 3 Bereiche aus, auf die ich mich diesen Monat konzentrieren möchte. Ich habe mir bisher auch keine Jahresvorsätze vorgenommen, sondern möchte mich einfach weiter auf meine Hobbys konzentrieren. Ich werde mir aber auf jeden Fall noch ein Vision Board gestalten, wo ich mir meine Wünsche für dieses Jahr ausdrucke und in das Journal einkleben werde. Aber hier geht es erstmal nur um das, was mich aktuell beschäftigt und wo ich noch ein bisschen Motivation gebrauchen könnte. Und ohne kleine Bildchen würde das Journal doch keinen Spaß machen, oder? So, und wie versprochen, schauen wir uns das Journal noch einmal an, wie weit wir das ausgefüllt haben. Also hier möchte ich mir auf jeden Fall noch das Vision Board gestalten, aber dafür möchte ich mir auch wirklich Zeit lassen. Und die nächsten Seiten habe ich mir auch als Puffer freigelassen, wenn ich noch was Wichtiges eintragen möchte.
Bei der Jahresübersicht ist mir was ziemlich Blödes passiert. Und zwar habe ich eine Linie krumm gezogen und muss das nochmal gucken. Ich habe jetzt aber leider keinen Tippex da und deswegen lasse ich das erstmal so. Na, aber es hat mich schon sehr genervt. Und bei der nächsten Seite überlege ich noch, ob ich mir da eine Übersicht fürs nächste Jahr eintragen soll oder ob ich da eine Jahreszeitenübersicht eintragen soll. Da habe ich mich noch nicht festgelegt. Und hier ist nochmal für Januar die Monatsübersicht und die Ziele für mich. Also wie gesagt, ich halte das alles ziemlich einfach und möchte da nicht mit viel Stickern oder Trackern eintragen, wo man sich die Stimmung oder das Wetter einträgt. Das ist zwar cool, aber für mich persönlich ist das irgendwie nichts. Hier habe ich jetzt auch schon mal den Februar und den März vorbereitet, aber eben noch ohne Inhalte. Okay, vom Januar habe ich jetzt auch noch keine Inhalte gezeigt, aber das werde ich jetzt privat noch machen. Ja, und dann hoffe ich, dass dir das Video gefallen hat und vielleicht möchtest du ein Abo dalassen. Ja, und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Ciao!